Moin Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Testvideo. Heute kann ich endlich mein neues Spielzeug ausprobieren. Es hat lange gedauert. Endlich haben wir ihn bekommen. Und ich bin so mega happy. Und deswegen wollte ich den heute mal ausprobieren. Also die meisten werden den schon wahrscheinlich haben, weil gefühlt gegen jeden, den ich gekämpft habe, hatte ihn gehabt. Die Leute, die ihn noch nicht haben, macht euch keine Sorgen, ihr kriegt den bestimmt auch noch bald, weil spätestens, glaube ich, in 3 Monaten ist ja das Beschwörungsevent für Lichtrotation. Und da werdet ihr sowieso das Event jetzt benutzen können, um ein Lichtelement zu bekommen. Also geduldet euch, spätestens in 3 Monaten habt ihr ihn auch. Vielleicht spätestens. Aber ich denke, ihr werdet ihn alle früher haben. So, auf jeden Fall, ihr kennt alle die Bären, wie die drauf sind. Die haben den ersten Skill, die machen Multi-Hit mit zweimal Verteidigung senken und 30% des verursachten Schaden wieder her als HP, basiert auf LP. Zweiter ist genauso wie bei den anderen Crit erhöhen um 2 Runden. Wenn man sogar jemanden killt, kriegt man unbeugsam, dass man nicht unter eine LP sinken kann. Und jetzt kommt das Spezielle natürlich am Lichtbären. Bienenkiller. Cooler Name. Wenn seine LP höher ist als das des Gegners, erhöht sich seine kritische Trefferquote um 30% und die Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu erhalten, verringert sich um 70%. Wenn der erlittene Schaden weniger als 15% deines maximalen LP beträgt, wirst du kontern. So, viele fragen sich bestimmt jetzt, wie baut man ihn, wie sollte man ihn aufbauen? Es ist eigentlich ziemlich simpel. Baut ihn so tanky, wie ihr nur könnt. Versucht so viel LP, wie ihr nur könnt, draufzupacken. Weil die Passive sagt ja, wenn ihr nur 15% eurer maximalen LP als Schaden bekommt, kontert ihr. Das heißt, je mehr Leben ihr habt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr kontert, weil der andere nicht so viel Leben haben wird. Vor allem auch keine Damage-Dealer werden so viele Leben haben und deswegen, ich bin jetzt auf 40.000 knapp. Ja, also an sich würde ich ihn am liebsten natürlich auf Korrupt komplett spielen, also 3 Sets, aber wir werden mal testen, ob ein Set schon vollkommen ausreicht. Vielleicht reicht es auch schon und ich habe ihn jetzt auf Schlagen, also Betäubung, weil wir ja kontern wir auch immer direkt und stunnen auch noch gleichzeitig, was auch ziemlich cool ist. Substats, ja, mal gucken. Also ich habe wirklich LP gebaut. Crit-Rate habe ich jetzt auf 40% ungefähr angepeilt, weil wir kriegen ja 30% durch, wenn wir mehr HP haben. Sind wir schon also automatisch bei 70%. Und dadurch, dass wir ja mit dem zweiten Skill anfangen, kriegen wir nochmal einen Crit erhöhen, was uns ja auch nochmal 30% gibt. Heißt, wir kriegen schon von Haus aus 60% drauf. Heißt, wir haben auf jeden Fall 100% Crit Rate. Natürlich müssen wir gucken, dass wir die Fähigkeit runterbekommen auf 3 Runden, weil das Problem ist, wir kriegen ja nur 2 Runden Crit Rate. Bedeutet, wir sind 2 Runden ohne Crit Rate dann unterwegs. Wir waren nur 70%. Aber völlig fein. Jetzt gehen wir in den Gildenkampf und gucken mal, was wir damit testen können. Okay, als erstes haben wir uns dieses Team jetzt hier ausgesucht. Ist fast aus Lichtelements, also was aus Lichtelements besteht. Die haben alle sehr viel High HP wahrscheinlich. Was ich natürlich nehmen werde, ist natürlich ein LP-Lied mit beiden Kriegskrankenschwestern. Und packen natürlich den Lichtbären rein. Ich hatte diese Tipp von einem Guild-Member von mir, von Bernie. Ähm, er meinte, die zwei zusammen mit einem Bären funktioniert sehr gut. Deswegen, ich hatte es erstmal mit dem Baumbären probiert, lief gut. Deswegen probieren wir es gleich erstmal direkt mit dem Lichtbären zusammen. Also das Team könnt ihr auch mit dem normalen Baumbären machen oder auch mit dem Feuerbären. Also die zwei in Kombination mit denen, das läuft sehr gut. Hier unten probiere ich mal wieder die Spinne aus. Wir haben ja schon das Video schon hochgeladen. Ähm, ich habe irgendwie Gefallen an dieser Spinne bekommen und bin mal gespannt. Also vor allem gegen Bären und gegen CCler, die halt die ganze Zeit Multi-Hits haben. Finde ich das vielleicht nicht mal sehr schlecht, ihn als CCler mitzunehmen. Mal gucken, wir gehen einfach rein und testen es mal. So, schauen wir mal. Also, okay, cool, sehr schön. Direkt der Counter, das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr HP, er macht weniger Schaden. Das ist sehr, sehr geil. Wir gehen direkt auf sie. Machen. Okay, kein. Interessant. Okay, irgendjemand ist auf Korrumpieren. Das ist sehr schlecht. Korrumpieren sage ich, korrupt.
Irgendwann später korrupt. Ich weiß nicht, wen ich als erstes ausschalten soll, aber das größte Problem ist ja genau mit seinem Oblivion. Aber wir sehen schon, also das Korrupt funktioniert ja mega gut. Guck mal, wie viel AP wir schon weggezogen haben. Nur mit einem Set. Mit einem einzigen Set. Aber irgendwann ist auf Korrupt, ich glaube eher. Das ist gefährlich. Oder ist es sie? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wen machen. Ja, ich würde am liebsten natürlich sie erstmal rausnehmen und ihn versuchen zu Oblivion-mäßig rauszunehmen. Das wieder so, ne? Ah, Resistance halt, ne? Schauen wir mal. Es wird ein langer Kampf. Es sind Tanks gegen Tanks. Also es wird lange dauern. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. So, jetzt können wir im Automodus einfach kurz durchschaffen. Es hat ewig gedauert, deswegen ich musste cutten. Sonst wäre das Video, glaube ich, 10 Minuten gegangen. Also wollt ihr gar nicht sehen. Es wäre zu schlimm gewesen. Aber gut, okay. Ist ein nerviger Kampf gewesen, aber wir haben gewonnen. So, nächstes Team. Da spielen wir natürlich unser typisches normales Standardteam gegen das Team hier. Und hier versuchen wir genau das gleiche Team wieder zu versuchen. Weil das Team läuft eigentlich sehr gut. Wir haben sehr viel Support, sehr viel CC. Also wir können Tanky hier aufbauen. Die Frage ist nur, ob er uns hier ein bisschen nerven wird. Ich denke ja. Aber dadurch, dass wir die Feuerkrankenschwester haben, sollten wir eigentlich ganz okay sein. Wir hoffen nur, dass der Lichtbär im gegnerischen Team natürlich nicht auf grob gebaut ist. So werden wir früher oder später definitiv den Win holen. So. Das Team kennt ihr ja mittlerweile schon. Ihr habt es ja schon oft zu Genüge gesehen. Es funktioniert immer gegen dieses Team. Es ist einfach der Hammer. Ich lieb's. Da sage ich immer wieder, baut's, Leute, baut es. Ihr seid selber schuld, wenn ihr es nicht baut. Naja, so, GG. Da brauchen wir nichts mehr zu machen. Obwohl ich muss noch leider manuell spielen, weil KI falsch eingestellt ist. So, und tschüss. Geil. Nächstes Team, jetzt schauen wir mal. Okay, da war das RNG auf unserer Seite. Würde ich mal meinen. Jetzt die Frage, wollen wir damit reingehen? Ich versuche es erstmal. Jetzt machen wir den hier. Okay. Unser Bär hat anscheinend weniger HP als der gegnerische. Das kann gefährlich werden. Die Frage ist, wen machen wir damit voll? Ich glaube, wir gehen auf dich. Und versuchen natürlich, ihn jetzt aus dem Hängen zu befreien. Das ist der Vorteil. Dadurch, dass wir korrupt auf ihm haben und er uns angreift oder als allgemein angreift, werden wir immer wieder weniger Schwierigkeiten mit ihm haben. Einfach aus dem Grund, weil er immer weniger HP haben wird. Und der Max-HP wird immer weniger. Der ist ziemlich nervig, muss ich ehrlich sagen. Oh, ja, da war leider das Problem. Schauen wir mal. Das ist ganz gefährlich. Ich muss gucken, dass ich ihn angreife. Oh, das kann ich jetzt nicht verantworten. Wir müssen leider auf sie gehen. Oh Mann. Also das Ding ist nicht, der Bär nervt uns, sondern der Spezialist nervt uns die ganze Zeit. Aber das sieht schon mal gut aus. So, vielleicht. Sehr schön. Damit sollte das... Ja, ich glaube, wir sollten ihn damit killen können, oder? Ja. Damit haben wir es in den trockenen Tüchern jetzt. Er sollte jetzt hier auf jeden Fall Work machen.
Ja, also unser Vorteil war auf jeden Fall, dass er nicht auf korrupt gebaut war. Dadurch hatten wir halt die Möglichkeit, dass wir die HP immer wieder reduzieren und die Max HP natürlich, äh, ne, die Max HP reduzieren. Damit hat er halt nicht die Möglichkeit, uns irgendwann mal nur noch zu revengen. Und damit haben wir eigentlich den Kampf schon gewonnen. Ist halt natürlich, ne, die Feuerkrankenschwester hat halt hier das Beste daraus gemacht. Es ist krass, wie viel der Feuerspezialist stunt. Total. Ist wahrscheinlich auf Schlagen gebaut, aber gut. So, sollte jetzt eigentlich klar gehen. Wir können eigentlich auf Auto gehen. Mhm. Halleluja, wir haben es geschafft. Aber das Team ist halt, es dauert halt länger. Es ist ein tankiges Team. Es macht nicht extrem viel Schaden, wie wenn man einen Damage-Dealer dabei hat. Natürlich, klar, mit Defense Break macht natürlich der Bär trotzdem so viel Schaden. Also es ist nicht wenig. Aber es dauert halt natürlich seine Zeit. Aber trotzdem geil. Also ich bin sehr glücklich. So, wieder fast das identische Team, das jetzt halt nur kein Lichtbär dabei ist und keine Leseratte. Es hat jetzt die zwei dabei, da gehen wir einfach wieder mit dem gleichen Team rein, wer hätte es gedacht. Hier unten nehmen wir genau das gleiche Team. Also er sollte uns keine Probleme machen, solange der Bär down ist und die beiden überleben, werden wir das auch sicherlich schaffen. Definitiv. So, mal gespannt. Ja, unser Bärchen ist was down, das ist ganz gefährlich, aber hat seine Arbeit erledigt. Auf jeden Fall. Wir haben nur keine Abklingzeiten ready wegen der blöden hier, aber die ist jetzt gestunt, sehr schön. Das ist wichtig und richtig. Und damit sollten wir sie, glaube ich, rausholen. 11.000, das ist wirklich super für einen Tank, der komplett nur auf Damage gebaut, auf HP gebaut ist. Mit besseren Substats, also wenn wir da nochmal bessere Grindsteine hätten, würden wir definitiv viel, viel mehr machen. Es ist halt geil, wirklich. Dadurch, dass wir korrupt haben, ist das mega gut. Und die HP geht immer weiter runter. Bedeutet für uns natürlich, wir haben die Möglichkeit, dass wir immer mehr die Chance haben, zu revengen, weil dann nur noch 15% maximal HP und so. Ja, genau. Hier das gleiche Team wie immer, ihr kennt's. Es hat sich nichts geändert. Wir heilen uns hier sicherheitshalber nicht, dass wir sterben werden und wuppala und tschüss. Ja, also wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall sind wir. Ist der Lichtbär mega geil. Also ich glaube, jeder hasst ihn, jeder liebt ihn zugleich. Also ich glaube, es gibt kein Element, das so sehr gehasst und geliebt wird zugleich. Sieht aber auch cool aus, muss ich ehrlich sagen. Ich mag die Bären ja sowieso. Die dominieren ja in diesem Spiel extrem. Sowohl der Baum als der Feuer als auch Licht. Dunkel sehe ich auch jetzt öfter, habe ich ja auch. Muss ich auch nochmal testen, aber Skill-Ups sind wichtig bei Dunkel. Aber mit dem bin ich super zufrieden. Also ich bin endlich glücklich, dass ich ihn endlich habe. Und so würde ich ihn auf jeden Fall bauen fürs Erste. Es hat echt super geklappt mit dem Schlagen und mit dem Korrupt-Set. Also Korrupt-Set ist Pflicht auf ihm definitiv. Nimmt mindestens ein Korrupt-Set drauf. Ähm, Ansonsten halt noch ein Schlagenset. Muss halt gucken, dass ihr noch die Subsets besser hinkriegt und mehr HP noch bekommen. Also optimalsten wäre natürlich, wenn wir so 45.000 HP hätten, Minimum. Bisschen mehr Resistance wäre natürlich nicht schlecht. Die Accuracy, ja, könnte besser sein, aber ist jetzt nicht mein Augenmerk da. Ansonsten Crit Rate 40% reicht vollkommen, weil ihr durch den Buff und so kriegt ihr halt die 60%. Skill-Ups sind halt sehr wichtig natürlich. Dann wird es natürlich nochmal besser funktionieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gefallen. Ich hoffe, ihr habt den auch schon bekommen und wisst aber nur nicht, wie ihr ihn bauen sollt. Und jetzt vielleicht wisst ihr, wie ihr ihn bauen könnt. Ähm, Mega geil. Bin gehypt. Also es wird auf jeden Fall ziemlich coole Gillenkämpfe ab sofort geben. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.